Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder. Oh, der Stuhl. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich so auf meinen Kanal. Jetzt war ich irgendwie so drauf und dran, was den Stuhl hier betrifft. Ihr hört das, ne? Jetzt geht's. Oh, kann nervig werden, ne? Es wird wirklich Zeit für ein paar Neuerungen. Ich habe ein paar Inspirationen. Mal gucken, inwiefern ich das hier wirklich alles umsetzen kann, ne? Tisch wackelt auch, passt und hat Luft. Und dann können wir loslegen. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht. Das ist gänzlich untergegangen in mein Gedichtbüchlein. Es ist noch relativ nah am Anfang. Und da dachte ich mir, Mensch, das würde an sich auch super passen. Nachdem ich das Gedicht vorgetragen habe, wer vorspult, ist auch ganz egal. Vielen lieben Dank an die, die sagen, vorspulen. Das geht ja mal gar nicht. Ähm, Wir machen heute wieder die Klassikerlegung mit den Tarotkarten und lasst uns einfach mal zusammen wieder schauen, was da so los ist bei dir und dein König, deiner Königin. Ich lege los mit einem Gedicht. Ich habe noch nicht mal dem Gedicht einen Namen gegeben. Wie gesagt, also aktuell gibt es so viele Inspirationen, ich weiß gar nicht wohin, ne? Weihnachten kommt. Ihr werdet das dann alles sehen, was ich geplant habe für euch. Ich fange einfach an, ohne dass der Name bekannt ist. Du rufst mich an und ich spüre dabei nichts mehr. Mir fehlt plötzlich dieser Drang, ranzugehen, völlig schwer. Bin zu müde, mich wieder daran zu erinnern, was da zwischen uns eigentlich gewesen ist. Will mich nicht mehr darum kümmern, warum du nicht bei mir geblieben bist. Hätte nie gedacht, dass ich jemals damit aufhören werde, dich zu vermissen. Geb auf dich keine Acht und mich plagt nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen. Du bist für mich wie ein Fremder und ich spüre dich nicht mehr. Und schon wieder auf meinem Handy dein Absender, doch ranzugehen ist es mir nicht mehr wert. Hm. Da bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt in dieser Legung hier ablaufen wird, in diesem Gedicht selbst. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Ich habe es ein bisschen stoppelig vorgetragen. Geht es eben wirklich darum, ich hätte nie gedacht, dass ich damit aufhören würde, dich zu vermissen. Ich hätte nie gedacht, dass es mir mal schwerfallen wird, überhaupt noch ranzugehen ans Telefon. Wer kennt das von euch? Schreibt mir das bitte unter das Video. Ne? So, jetzt schwingen wir uns noch mehr ein mit unserer Klassikerlegung. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was haben wir hier auf der Gedankenebene über dich? Was könnten hier so die Gedanken sein? Gib mir mal bitte eine Botschaft for me, was wir haben hier. Genau. Ich habe das letzte Mal gesehen im Video, ich habe ja immer diesen roten Lippenstift. Ne? Kann das sein, dass ich da so ein bisschen was auf meinen Zähnen hatte? Dachte ich mir, nein! Oh mein Gott! Extra alles schick gemacht, ne? Und dann lache ich und dann sind die Zähne rot. Damit muss man auch erstmal umgehen können, ne? Ach, egal, habe ich mir gedacht. Hauptsache, die Legung ist geil, ne? Was geht hinter den Kulissen ab? Gib mir mal bitte eine Message, was ich erzählen darf, wovon hier jemand vielleicht auch gar nichts weiß. Ne? Manchmal ist es ja auch so, warum du meldest dich nicht. Aber jetzt schauen wir mal auf die Herzlein-Ebene. Was geht hier bei deinem König, deiner Königin oder eben auch selbst bei dir auf der Herzlein-Ebene ab? Ich mache es ja immer ganz gerne, dass ich das Szenario einmal aus deiner Sicht sehe.
aus der Sicht deines Königs, deiner Königin und einmal eben aus deiner Sicht. Ne? Es ist halt eine allgemeine Legung. Da kommen wir nicht drum herum. Die kann auf dich zutreffen, muss aber eben nicht. So, wem meine Gedichte gefallen? Ich habe einen Gedichtkanal. Ich bin demnächst wirklich dabei, den dann auch noch aufpimpen zu wollen. Schaut einfach mal unter das Video, dort sind schon ein paar Gedichte für euch verlinkt. Ich sag ja, also ich habe so jetzt so das Gefühl, wow. Also es überschlägt mich ein bisschen. Es haben mir auch ganz, ganz viele eine E-Mail geschickt. Ich bin dran. Ich bin dabei. Möglicher Ausgang. Ich bin wirklich dabei. Möglicher Ausgang. Was darf ich hier noch erzählen? Es sind heute viele Karten. Es könnte eine längere Stunde werden. Eine längere Stunde für uns. Aber ich muss auch sagen, ich merke jetzt so langsam, boah, hier, schaut mal, habt ihr das gesehen? Ist ja der Wahnsinn. Da bin ich echt mal auf den Ausgang gespannt. Ich bin, aktuell merke ich es so langsam, ne? Kleines Päuschen mal einlegen. Jetzt haben wir das Wochenende. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich denke, mir wird es jetzt übers Wochenende auch gut gehen, wenn ich meine Energies wieder auftanke. Und ich hoffe, ihr tut das Gleiche. Ne? Aber bevor ihr das tut, lasst uns mal reinschauen, was hier heute so losi ist. Wir haben unterm Kartendeck die 6 der Münzen. Und das ist eine schöne Energie, weil hier nehme ich so wahr, hier möchte jemand gerne mit dir auf Augenhöhe sein. Ja, also es ist eine Karte, ich nehme die mal ab. Hier geht es wirklich um Geben und Nehmen. Natürlich könnte jetzt auch in diesem Szenario wirklich darin stecken, dass du das Gefühl hast, du gibst zu viel, du machst zu viel und bekommst gefühlt zu wenig zurück. Allgemeines Thema ist aber hier wirklich, etwas in Waage zu halten und in den Einklang, beziehungsweise, wie sagt man das? Naja, dass jeder genauso viel bekommt wie der andere. Eben ein Geben und ein Nehmen. Wünscht man sich das hier oder bekommt man das wirklich? Ne? Ich kriege auch so rein mit dieser Karte, dass hier wirklich jemand auch darüber nachdenkt, weil wir haben die Waage. Die Waage ist ja auch hier und die Waage steht für den Verstand. Ja? Und hier wägt sozusagen jemand ab, inwiefern man ähm, in dich investieren möchte. Ja? Bin ich jetzt echt mal gespannt. Es kann wirklich sein, auf der einen Seite gibt man hier zu viel, auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, dass man darüber nachdenkt, gebe ich hier zu viel? Hält sich das in Waage? Fühle ich mich wohl? Ja, man merkt ja auch, wenn man zu wenig, ich sage jetzt mal, wenn man energetisch zu wenig zurückerhält, dass einen das auch auslaugt, ne? Hier bin ich mal gespannt, wo der Hase hinhoppeln darf. Das ist eine Karte. Hm. Weißt du, auf den ersten Blick könnte man wirklich so denken, wow, schön, also es ist jetzt hier jemand, der möchte das auf Augenhöhe bringen und du könntest dich sehr wohl fühlen, es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber wie gesagt, ich hinterfrage ja das Ganze auch immer mal ein bisschen. Ist es wirklich so? Ne? Was denkt man denn über dich? Wir haben einmal die 5 der Münzen. Wir haben die 7 der Kelche. Wir haben die 8 der Stäbe. Die Liebenden. Weißt du, ich habe hier in dieser Legung definitiv eine Situation, wo man dich so sieht, dass du wahrscheinlich das, was ihm fehlt, das, was ihr fehlt, dass du das Ganze ausgleichst. Warum?
Jemand steckt hier in 'ner Krise. Jemanden geht es gerade scheinbar auch nicht so gut. Es ist auch nicht so wirklich Liebe da. Eises Kälte, ne? Also, das ist wirklich so diese Krisenkarte hier. Und dann sieht man dich durch eine rosarote Brille und man ist so ein bisschen verloved. Das habe ich auch hier in dieser Legung. Man ist verliebt in dich, definitiv. Also, hier sind die hier sind die Hormone definitiv unterwegs. Dein König, deine Königin sieht aber auch, dass du hier nicht abgeneigt bist von einer bestimmten Person. Und weißt du, was der macht? Der will dir also hier, das sind auch Amors Pfeile haben hier definitiv geschossen. Und hier denkt auch schon jemand darüber nach, dir zu schreiben, sich bei dir zu melden oder sich mit dir zu treffen. Und zusammen mit den Liebenden zeigt es wirklich eine richtig schöne Energie an, wie man hier über dich denkt, äußerst positiv. Du bist einfach zum Verlieben. Du bist einfach ein Leckerli, ein Schmuckstück für ihn und für sie oder für sie. Aber was ich hier wirklich sehe, ist, hier war wirklich nichts los. Hier ist nicht viel los. Ja, wenn jetzt hier jemand noch verheiratet ist, vergeben ist oder wirklich Single ist, aber es ist so ein trister Alltag hier zu sehen, ne? Und da guckt man so auf verschiedene Kelche, auf verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, hier könnte auch schon jemals mehrmals gedatet haben, versucht haben, Anschluss zu finden. Aber wie aus dem Nichts sagt Amor: „Nö, nimm mal die, nimm doch mal den.“ Und dann piu, mit Pfeil und Bogen, ne, abgeschossen auf die Liebenden. Und das ist wirklich wunderschön. Also nehme ich das ja doch so wahr, dass, das Ganze hier auf Augenhöhe stattfinden könnte, was ich hier sehe. Das ist eine richtig schöne Energy. Und dann lasst uns mal schauen, was denn hier hinter den Kulissen losi ist, wovon du vielleicht nichts weißt. Einige haben vielleicht keinen Kontakt und, ja, vielleicht entdecke ich jetzt sonst was auf. Ich weiß es nicht. Lasst uns einfach mal schauen. Man kann nur spekulieren, ne? Wir haben die Hohepriesterin, den Page der Kelche und die Sonne. Schau dir das mal an. Also ganz ehrlich, was hier definitiv jemand plant, ist. Hier ist jemand so ein bisschen verschwiegen. Das ist jetzt nicht in dem Sinne, was geht hinter den Kulissen ab, sondern das ja, doch schon. Also, hier geht es doch um verborgene Dinge, aber eher in positiver Richtung. Man plant etwas, wovon du hier nichts wissen könntest. Und zwar ist das zum Beispiel wirklich ein Date oder liebevoll hier auf dich zuzukommen oder sich auf jeden Fall hier wieder mit dir treffen zu wollen, anzurufen, weiterhin zu texten, weiterhin zu schreiben hier. Also, hier bricht jemand hoffentlich gefühlt, das hat man hier nicht vor, den Kontakt ab. Und mit der Sonne sieht man mit dir wirklich eine, ja, es ist einfach hier in dieser Legung schon wieder alles klar, ne? Eine erfolgreiche Begegnung, ja? Wie in der letzten Legung, du bist die Sonne, er oder sie ist wahrscheinlich die Wolke. Das, zeigt sich hier auch noch mal so ein bisschen an. Und wie gesagt, wie aus dem Nichts. Ich habe hier die Hohepriesterin, steht auch für eine Seelenpartnerschaft, Seelenverwandtschaft. Das heißt, ihr könntet es noch nicht mal wissen, dass das hier irgendetwas Höheres ist, etwas Mystischeres, etwas, worüber man eben nicht spricht oder eben noch nicht spricht. Aber das kommt eben alles raus, weil hier will man dich ja sehen. Und man ist ja hier auch dankbar dafür, dass es dich gibt. Ich habe hier die Sonne, die steht auch für Dankbarkeit, Optimismus, für Wärme und für Liebe und natürlich auch für einen Neuanfang. Also für Erfolg. Also die Sonne ist hier mit die höchste Karte. Das ist schon mega krass, was hier hinter den Kulissen abgeht, was man sich vielleicht auch in deine Richtung einfach vorstellen kann. Ne?
Jetzt schaue ich mal auf Herzelein-Ebene. Da wollten nämlich noch mehrere Karten fallen. Da haben wir die 6 der Kelche, den Ritter der Münzen, den Brunnen, den Turm, die Herrscherin. Also klimperklar, du bist seine Traumfrau, du bist sein Traummann. Wenn ihr euch jetzt denkt, kann nicht wahr sein, ich kenne hier noch niemanden, dann kommt das auf euch zu. Wenn ihr das Gefühl habt, ich kenne schon jemanden und ihr euch das nicht vorstellen könnt, hier habe ich's. Es ist eine allgemeine Legung, die kann auf euch zutreffen, muss aber nicht. Und selbst wenn, lasst uns ein bisschen träumen. Was wäre, wenn du hier wirklich in ihrem Leben die Traumfrau, der Traummann wirklich wärst? Weil abwegig ist es keinesfalls, was ich hier oben sehe, was man über dich denkt und was man ja plant, mit dir auszuführen. Ich nehme hier so wahr, er oder sie hatte eine langjährige Partnerschaft, eine langjährige Ehe hier geführt. Das hat man auch noch auf dem Herzen. Ne? Zusammen mit den Ritter der Münzen steht das eben wirklich für eine langfristige Sache hier. Und dann kommt aber sag doch, der Brunnen, der für die Transformation steht, für die Veränderung. Und plötzlich kommt hier der Turm, der dafür steht, ich reiße genau das alles ab und sprenge das. Tabula rasa machen. Und was steht da? Das bist du. Und das ist das, was mir dieses ganze Szenario hier aufzeigt. Nehmen wir mal an, du hast es mit einem König, mit einer Königin zu tun. Er oder sie ist irgendwo im Dating-Prozess. Permanent. Trifft sich da mal mit jemandem, dort mal mit jemandem. Vielleicht auf Arbeit, ist vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen verliebt. Und du kannst es und du wirst es wahrscheinlich auch nicht glauben können, dass unterm Strich, egal wer da ist, egal wer da war, dass du es hier sein wirst und auf seinem Herzen, auf ihrem Herzen auch wirklich bist. Alte Geschichten, Geschichten aus der Vergangenheit, die mit Freundschaften, Begegnungen, Affären, was weiß ich, zu tun hat, ne? Sexuelle Verbindungen, Freundschaft plus oder vielleicht irgendeine Partnerschaft oder Ehe, die hier zum Scheitern verurteilt ist. Weißt du, ich sehe das so, dass du in seinem Leben, in ihrem Leben, den Turm sprengst und sagst, Baby, hier bin ich. Wieder einmal. Hier spürt jemand die Veränderung. Hier spürt jemand die Veränderung in seinem Leben, weil man durch die Begegnung zu dir nicht mehr an der Vergangenheit festhält. Die Vergangenheit fängt an, hier eine Veränderung mit sich zu bringen, eine Transformation. So nehme ich das wahr. Und es ist gefühlt nichts mehr so, wie es einmal war, seitdem man dich oder wenn man dich hier kennenlernt und trifft und sieht. Es passt wie Arsch auf Eimer. Ja? So. Und das spürt auch jemand hier, ne? Dass plötzlich, vielleicht ist es auch wirklich so wie in meinem Gedicht, ne? Plötzlich kann hier jemand eine andere Königin, einen anderen König loslassen durch die Begegnung zu dir. Und man spürt in sich so hinein und denkt sich wie in dem Gedicht. Ich will noch nicht mal mehr ans Telefon gehen. Ich habe noch nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen, weil ich mich bei ihm oder bei ihr nicht mehr melde oder gar nicht rangehe. Und das hat was mit dir zu tun. Ob du glaubst oder nicht. Wovor hat man Angst? Wir haben die 3 der Kelche. Wir haben die 8 der Schwerter. Ich hoffe, ihr seht das so, ne? Wie ich das in die Kamera halte. Wir haben den Gehängten, das Ass der Münzen
Erstmal noch Lippenstift wegmachen, den König der Münzen. So, ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Und das hat man wahrscheinlich mit dir hier, ne? Einfach ein bisschen Spaß und schon ist alles viel schöner. So, passt auf. Wovor hat er oder sie Angst oder irgendwelche Bedenken, ne? Also die Angst steckt irgendwo darin, die Bedenken, dass das hier nur eine Freundschaft plus werden könnte und nicht mehr. Dass man zusammen mit den 8 der Schwertern verzichtet, hier mehr zuzulassen, weil ich habe den Gehängten, der für die Stagnation steht. Und ich habe aber auch hier die Möglichkeit zu inneren und äußeren Reichtum. Und zusammen mit einem König, zusammen mit einer Königin, ne? Das heißt, weißt du, wovor er oder sie Angst hat oder Bedenken? Dass du vielleicht nicht alleine bist, dass du vielleicht noch irgendjemanden im Petto hast. Vielleicht hast du das auch. Vielleicht bist du noch vergeben, verheiratet, ich weiß es nicht. Und dann könnte es so sein, dass jemand ja irgendwie die Befürchtung hat, dass du schon längst alles hast, mit einem anderen König, mit einer anderen Königin. Ja? Und da hat man Angst davor, dass das zwischen euch jetzt irgendwie nur in so einer Freundschaft plus Affärenkonstellation bestehen bleibt, dass man hier irgendwie verzichtet, mehr draus zu machen und die ganze Situation hier in Stagnation geht, gar nicht weitergeht zwischen euch, weil hier vielleicht wirklich ein anderer König, eine andere Königin in deinem Leben noch eine Rolle spielen könnte, wo man das Gefühl hat, dass du mit ihm oder ihr auch ganz schön Glück haben könntest. So nehme ich das auch wahr. Wenn hier kein anderer König, keine andere Königin eine Rolle spielt in deinem Leben, dann ist es aber wirklich schon so ein bisschen die Befürchtung, dadurch, weil du ja so eine geile Schnitte bist, wieso sollte da nicht noch irgendein anderer Typ oder eine andere Kirsche sein, ne? Kann man sich schwer vorstellen. Das sind so ihre Ängste, ne? Kann ja wirklich sein. Aber jetzt schauen wir mal in den möglichen Ausgang. Wir haben die 8 der, na, bin ich jetzt bescheuert? Ja, die 8 der Münzen. Die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche. Kelche, Kelche, Kelche. Ist das krass. Boah, die 7 der Stäbe. Das Ass der Stäbe. Wow. Alter Schwede. Also Ängste hin, Ängste her. Die Antwort war schon am Anfang der Legung klar, ne? Alter Verwalter. Also hier ist auf jeden Fall ein neue Impulse, ein Neustart, der bei euch hier ins Leben kommt. Die 10 der Kelche. Also hier ist auf emotionaler Ebene alles da, was du brauchst. Und Gott sei Dank, die Karte der 6 der Münzen, des Gleichgewichts, des Ausgleichs geben und nehmen, wird hier kommen. Aber volles Brett. Kannst du dich frisch machen. Kannst dich wirklich frisch machen, ne? Rasieren wirklich nicht vergessen hier oder waxen oder Enthaarungscreme. Durch die 7 der Stäbe sehe ich, dass sich eine Liebe, die gerade am Anfang steht, sich immer mehr durchsetzen wird. Und das sehr leidenschaftlich, alter Verwalter. Also, wie gesagt, kistemäßig kann hier auch viel laufen. Es ist eine leidenschaftliche Chance. Es ist etwas, was ihr beide
trotz aller Ängste und Widrigkeiten, was ihr beide genauso leidenschaftlich angehen werdet. Punkt. Ihr werdet leidenschaftlich damit beginnen, an dieser Liebe, an diesem, an sich wirklich, es ist hier einfach Liebe. Im möglichen Ausgang die 10 der Kelche, hallo. Das ist die große Liebe. Das ist auch eine Familie gründen, das ist auch, kann auch sein, dass hier jemand auch die Kinder akzeptiert, dass das mit den Kindern auch gut läuft hier. Dass man auch vorhat, genauso leidenschaftlich daran zu arbeiten, dass hier entweder wirklich eine Familie gegründet wird oder wenn man hier Kinder hat, dass die Kinder auch wirklich mit einbezogen werden. Oder wenn hier eben keine Kinder im Spiel sind, ist es der komplette Gefühlsreichtum, wo man sich hier auch durchsetzen will und kämpfen will, genau für diese Verbindung, für diese Liebe. Und wie gesagt, das Ganze wirklich sehr leidenschaftlich. Und warum tut man das? Ja, bevor du jetzt in ihrem Leben warst, da war einfach nur eine Krise. Eiseskälte, da lief nichts mehr, kannst du knicken. Und jetzt kommst du. Ich sag doch, was hab ich gesagt? Ihr glaubt es wieder nicht. Du bist hier die Traumfrau, du bist der Traummann für jemanden hier. So, jetzt drehe ich das ganze Szenario um. For you. Du könntest in einer bestimmten Person, das Einzige, was du hier möchtest mit einer bestimmten Person, ist eine Situation, eine Verbindung auf Augenhöhe. Das könntest du dir wünschen. Und du könntest hier genau sehen in deinem Wunschpartner, deiner Wunschpartnerin, deinem König, deiner Königin, du könntest eine Krise gehabt haben. Da war Eiseskälte gewesen. Und jetzt kommt hier jemand, in dem du dich wirklich verknallst und irgendwie das Gefühl hast, mache ich mir hier einen vor oder ist das so? Nein, du machst dir keinen vor. Amos Pfeil hat hier wirklich getroffen und macht sich auch weiterhin auf den Weg genau zu diesem König, zu dieser Königin. Und ich habe euch beide hier schon zusammen liegen. Dazu sage ich jetzt nichts weiter. Das könnt ihr dann mit eurer Fantasie ja noch gerne ein bisschen allgemein weiterspinnen. So, und dann könnte es sein, dass du dich so ein bisschen mystisch verhältst. So, ach, ich sag erstmal noch gar nichts. Ne? Ich halte erstmal noch ein bisschen meinen Mund. Aber dieser König, diese Königin weiß ja noch gar nicht, dass ich ihn oder sie einladen möchte. Oder wenn sie oder er es schon weiß, dann weiß er oder sie noch gar nicht, dass du hier die Sonne bist. Oder dass er oder sie hier die Sonne ist. Ne? Du hast es ihm oder ihr vielleicht noch nicht gesagt, keine Ahnung. Bleibst so ein bisschen im Hinterkopf und stellst dir so vor, wie wäre das, wenn ich hier jemanden mal wieder einladen würde. Es hat mir so gut gefallen, die Gespräche vielleicht am Telefon oder das letzte Mal, als wir uns getroffen haben. Vielleicht haben sich einige schon mal getroffen hier. Ja? Und auf deiner Herzilein-Ebene spürst du komplett, du spürst komplett, dass eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Verbindung aus der Vergangenheit sich dadurch wirklich verändert. Auf lange Sicht hatte man gedacht, das wird gut, das wird mega, es wird voll die geile Verbindung. Ne? Aber Schisschen. Aber du lässt das alles jetzt los. Das kracht sowas von auseinander, weil du schon längst jetzt spürst, das ist mein Traummann, das ist meine Traumfrau und die will ich jetzt hier haben. Und im wahrsten Sinne des Wortes haben wir mit dem Herrscher, mit der Herrscherin hier wirklich den Traummann, die Traumfrau.
Und du könntest dann so ein bisschen Angst bekommen. Boah, huh. Aber nicht, dass das jetzt wieder nur so eine Affäre wird, Freundschaft plus, ne? Nicht, dass das hier jetzt nicht weitergeht, dass er oder sie jetzt hier nicht mehr will als das. Boah, wenn ich mir dann wieder vorstelle, das stagniert dann wieder und geht wieder ewig nicht weiter und ich fühle mich hier hängend wie am seidenen Faden, weil hier vielleicht auch wieder noch andere Möglichkeiten sind in ihrem Leben, wegen einem anderen Typ oder einer anderen Kirsche. Da könntest du schon Schiss bekommen, dass dich die Vergangenheit hier wieder einholen könnte. Aber du wirst durch die Angst durchgehen. Und ein kleiner Tipp und ein guter Rat, ich bitte darum, dass du durch die Angst durchgehst. Denn das, was ihr beide euch erschaffen wollt, das, was du willst, das will er oder sie genauso wie du. Wir haben Gott sei Dank das Geben und Nehmen in einem positiven Part hier heute stehen. Es reimt sich auch wieder, ne? Neue Impulse, an etwas arbeiten, versuchen, dass es wirklich funktionieren könnte, dass man hier jetzt die große Liebe gefunden hat. Und ihr setzt euch beide durch. Ihr habt sehr gute Argumente zu behaupten, euch zu behaupten und halt irgendwie, ich weiß auch nicht, es passt halt einfach. Ihr setzt diese Liebe durch und das voller Leidenschaft. Ich gebe euch jetzt noch eine Hardcard und dann höre ich auf. Was will ich da weiter erzählen? Ich weiß gar nicht, wie viele. Das sind zu viele. Das gefällt mir jetzt nicht. Nein, die kleben dann auch so aneinander. Ich will jetzt hier einen Spruch. Gebt mir einen richtigen Spruch da oben. Komm, Jesus. Jesus, feier diese Legung, Mann. Hier wollen beide das Gleiche. Komm, zeig mir was. Wow. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Das tut ihr hier auf jeden Fall. Und ihr gebt euch vollkommen hin. Hier lässt man wirklich los. Und hier wird einfach alles gut werden. Und jetzt für euch alle, wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Das heißt, selbst wenn ihr wirklich irgendwo ins Ausland datet, in eine andere Stadt, Bundesland, keine Ahnung, das ist egal. Das ist eine Liebe, die hat echt Potenzial auf alles hier. Die große Liebe setzt sich hier volles Brett durch. Und es wird sehr leidenschaftlich, ne? Also jetzt mal unter uns, wenn ihr mich jetzt fragt, na Königin, wenn ich jetzt mal wirklich mit dem so in der Kiste, ne? Ich sag euch, ja, macht's. Also ich hatte es auch schon in meiner letzten Legung gehabt, ne? Jetzt stehen die Zeichen dafür, auch wenn es draußen kälter wird. Macht euch einfach eine leidenschaftliche Zeit. Also hier ist die Liebe da, der Sex wird phänomenal, ich sag's euch. Und ich glaube, ich höre jetzt auf zu legen. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glockenseil. So verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Mua. Ich hab euch lieb.